Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist mein T-Modell dran. Ich werde gleich seinen Hinterachsträger sandstrahlen. Und so sieht das beste Stück aus. Man sieht hier sehr deutlich, dass der Rost sich hier sehr wohl fühlt, hat sich deshalb fast überall sehr stark ausgebreitet. Eine der wirkungsvollsten Methoden, mit der man in diesem Fall den Rost erfolgreich entfernen kann, ist das Sandstrahlen. Mit dieser Oberflächenbehandlung lässt sich die Korrosion fast vollständig abtragen. Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, werde ich im zweiten Schritt das Teil chemisch nachbehandeln. Das wird dazu führen, dass der Rost vollständig entfernt wird. Alle Werkzeuge und Präparate, die heute zum Einsatz kommen, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt aber zum Sandstrahlen. Ich werde das Teil mit einer gekauften Sandstrahlpistole bearbeiten. Anschließend, damit es noch interessanter wird, werde ich eine selber bauen. Die kommt selbstverständlich auch zum Einsatz. Zum Schluss werden die Ergebnisse verglichen. Jetzt im ersten Schritt als Vorbereitung kommt eine CSD-Scheibe zum Einsatz. Ich werde mit ihr den Lack entfernen, genauso wie den ganz groben Rost. Anschließend wird das Teil sandgestrahlt. Die CSD-Scheibe ist für den Arbeitsgang perfekt geeignet. Sie entfernt sehr gut den Lack und losen Rost und erzeugt so gut wie gar keinen Abtrag am gesunden Blech. Der Hinterachsträger ist soweit vorbereitet. Jetzt sieht man ganz genau, welche Bereiche sandgestrahlt werden müssen. Natürlich könnte ich das gesamte Teil sandstrahlen, da ich aber ohne Sandstrahlkabine arbeite, möchte ich den Aufwand bis auf Minimum reduzieren. Ich werde deshalb verstärkt solche Bereiche an dem Hinterachsträger bearbeiten, aber auch die, die so aussehen. Dafür werde ich eine gekaufte Sandstrahlpistole verwenden und eine selbstgebaute. Um das Werkzeug zu bauen, benötige ich folgende Teile: eine Kunststoffflasche, eine Druckluftdüse und eine Druckluftpistole. Dafür habe ich eine ganz günstige Druckluftpistole gekauft mit den Düsen. Der Preis liegt bei ca. 9 Euro. Im ersten Schritt messe ich den Außendurchmesser der Düse, 4,5 mm. Im nächsten Schritt entferne ich den Kunststoffring von der Flasche. Wenn das erledigt ist, wird in der Flasche eine Bohrung gemacht, Durchmesser 4,5 mm. Die Bohrung befindet sich an dieser Stelle und ist durchgehend. Anschließend wird die Düse bearbeitet. Ich mache hier eine Öffnung, und zwar so, dass ich den Querschnitt um maximal die Hälfte reduziere. Und so sieht es aus. Die Öffnung ist ca. 10 mm breit. So, und jetzt kann endlich der Zusammenbau erfolgen. Ich stecke die Düse in die Bohrung rein, mit der Öffnung nach oben. Dann nur noch das Ganze an der Pistole befestigen. Und so sieht das Werkzeug jetzt aus. Man könnte noch zur Sicherheit die Flasche an der Düse festkleben. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Jetzt noch ganz schnell die Lager auspressen und dann geht's los. So sehen die ausgepressten Teile aus. Das ist erstaunlich, dass sie noch funktioniert haben. Jetzt geht's endlich los. Ich beginne mit dem gekauften Werkzeug.
Wie man sieht, kann man auch mit einem selbstgebauten Werkzeug Sand strahlen. Es dauert aber länger und ist nicht so effektiv wie mit der gekauften Sandstrahlpistole. Deshalb ist diese Option nur für kleine Teile interessant. Ich werde deshalb den Rest mit dem gekauften Werkzeug bearbeiten. Nachdem das Teil vollständig vom Rost befreit wurde, werde ich jetzt mit der chemischen Behandlung beginnen. Im ersten Schritt werde ich den Rostentferner auftragen. So sieht das Zwischenergebnis aus. Ich werde den Rostentferner jetzt ca. 4 Stunden einwirken lassen. Dann wird die zweite Schicht aufgetragen. Anschließend werde ich alles mit Wasser abwaschen. Und im Anschluss mit dem Schleifpapier ganz grob anschleifen. Wenn dieser Arbeitsgang erledigt ist, wird eine Schicht Overtrolöl aufgetragen. Anschließend kommt die Grundierung drauf. Und zum Schluss der Chassislack. Davon werde ich 2 Schichten auftragen. Nach dieser Behandlung wird der Hinterachsträger wieder wie neu aussehen. Trotzdem werde ich seine Aktion nie wieder machen. Man sieht es in meinem Gesicht, wie ich aussehe. Das macht eine ganze Menge Dreck, ist sehr aufwendig und aus meiner Sicht nicht empfehlenswert. Zu Hause kann man auf jeden Fall kleine Teile Sand strahlen, aber diese Dimension ist ein wenig zu viel. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du darüber denkst. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Und wenn du keine weiteren Folgen verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.